Hallo und herzlich willkommen zu meiner Videoreihe Meine Nachtgedanken gelten auch am Tage. Heute einmal mit einem anderen Hintergrundvideo, dessen, ich sage mal, Motive jedoch eine Bedeutung haben. Okay, in diesem Video möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, die einigen von uns durch den Kopf geht, nämlich warum der überwiegende Teil der Menschheit das, was über ihren Köpfen vor sich geht, nicht sieht. Nun, nicht sehen ist eher der falsche Ausdruck. Diese Menschen, im Folgenden werde ich sie nur noch Zombies nennen, trifft deren Zustand eher. Sehen sehr wohl, doch es kommt nicht dort an, wo es hingehört. Seit meiner Kindheit schaue ich, sobald ich nach draußen gehe oder ein Fenster oder eine Tür öffne, nach oben, in den Himmel. Gut, der momentane Anblick ist alles andere als schön, aber dennoch, dem Reich über mir galt und gilt mein erster Blick, und das behalte ich mir auch bei, bis zum Ende aller Tage. Und um zu verstehen, warum diese Zombies zwar mit offenen Augen durch die Gegend laufen, aber blind für alles zu sein scheinen, was um sie herum oder über ihnen stattfindet, da habe ich mir überlegt, was ist für die Aufnahme und die Weiterverarbeitung von allen Eindrücken nötig. Ich nehme jetzt nur mal das, was wir mit den Augen wahrnehmen. Die Frage ist ja, warum es einige wenige gibt, die das, was da über unseren Köpfen passiert, als falsch wahrnehmen. Und andere wiederum, die es eigentlich auch vom Alter her besser wissen müssten, finden das normal. Da komme ich nochmal zur Kindheit. Ich denke, als Kind wirst du von Eindrücken förmlich überschwemmt. Aber irgendwie schaffen es doch viele Eindrücke, sich in deinem Langzeitgedächtnis niederzulassen und um später wieder aufgerufen werden zu können. Ne? Das, was wir ja auch tun. Also ich kann nicht mit Worten beschreiben, wie ich den Himmel in meiner Kindheit gesehen habe. Aber ich weiß, dass das, was ich jetzt sehe, in keinster Weise etwas mit dem zu tun hat, was früher war. Also muss ja mit den Zombies irgendwas passiert sein, was diesen Vergleich verhindert. Und da habe ich so drüber nachgedacht. Und das erzähle ich jetzt mal so auf meine Art. Und du läufst da so durch die Gegend, ne? Und dann siehst du was. Das wiederum wird von deinen Augen aufgesogen, kommt in so eine Art vordere Kammer in deinem Kopf. Ja, und da liegen ein paar Schilder rum. Und auf einem Schild steht, ich war hier. Und der Eindruck, der sich dieses Schild nimmt, der wird sofort in eine hintere Kammer gebeamt, ja, und siedelt sich dort an, ne? So mit Häuschen und so. Und auf einem anderen Schild steht, ja, war schön hier, aber ich gehe da mal wieder. Und dann gibt es Eindrücke, die schaffen es noch nicht einmal in die vordere Kammer, denn die prallen sofort ab. Das passiert natürlich unbewusst. Aber dennoch gibt es eine Brücke zwischen der vorderen und der hinteren Kammer. Und es geht ja nicht nur um die Erinnerungen aus der Kindheit, sondern auch das, was gerade passiert hier in der Gegenwart. Und jetzt könnte ich fragen, ja, ich könnte.
welches Schild bei den Zombies so entfernt wurde, ne? Ja, ich tippe mal auf das Schild mit der Aufschrift Ich war hier. Ich schließe aber auch aus, dass bei den Zombies das Schild, ja, war schön hier, aber ich gehe da mal wieder, noch vorhanden ist. Bleibt also nur noch eins, nämlich, dass alles bei den Zombies abprallt. Ne? Dann würde ich mal sagen, dass, und zwar diesmal automatisch, bei denen ein Schild erscheint, auf dem steht, du kommst hier nicht rein. Tja, und wo nichts reinkommt, ne, kommt auch nichts raus. Das ist ein Vakuum halt. Tja, und darin stirbt alles ab. Ne? Und der Unterschied ist, dass das Erscheinen dieses Schildes von uns Verschwörungstheoretikern bewusst gesteuert wird. Und dann frage ich mich wieder, vor allem bei wesentlich älteren Zombies, was das verursacht hat. Ne? Bei den Jüngeren scheint es ja offensichtlich, diese Smartphones und diese 24 Stunden die Woche Dauerberieselung oder Inhalierung der Mainstream-Musikmedien. Aber es gibt auch Jüngere, die gar nichts anderes kennen als das, was wir jetzt als falsch wahrnehmen. Und jetzt erzähle ich mal ein bisschen aus meinem Leben, aber nur ein bisschen. Ne? Vor einigen Jahren so war ich mit einer Gruppe Hundebesitzer unterwegs, um genau zu sein 4 Jahre lang. Ne? Und das waren überwiegend irische Wolfshunde und Deerhounds, aber natürlich auch andere Hunderassen. Und 2 dieser irischen Wolfshunde gehörten einer Frau, die zu dem Zeitpunkt, wo ich sie kennenlernte, 75 Jahre alt war. Und bei dieser Frau ist mir aufgefallen, dass mit zunehmendem Alter bei ihr das Zeitgefühl immer mehr abhanden kam. Also was für die 5 Minuten war, waren in Echtzeit bis zu 1 Stunde oder länger. Ne? Und komme ich wieder zurück zu der Kindheit. Denn auch Kinder haben natürlich ein anderes Zeitgefühl. Und das zeigt sich darin, dass, wenn sie vom Spielen nach Hause kommen sollen, meist der Ausruf kommt, »Och bitte, noch 5 Minuten.« Tja, und so hat dann der ein oder andere Elternteil aus diesen 5 Minuten meist bis zu 1 Stunde werden lassen. Und wenn sie dann wieder hingehen und sagen, die Kinder mögen nach Hause kommen, kommt genau von denen der Ausruf, ja, die 5 Minuten sind aber noch nicht vorbei. Dieses Zeitgefühl, das baut sich natürlich im Laufe der Jahre erst auf. Und tja, das sehe ich jetzt, aus welchem Grund auch immer, bei dem einen oder anderen wieder verabschiedet. Ne? Und genauso verhält es sich ja mit den Eindrücken, die du als Kind so aufgesaugt hast. Ne? Tja, was ist es bei den wesentlich Älteren, das verhindert, dass die ihre Erinnerungen wieder hervorkramen? Und was ist es, das verhindert, dass wenigen dieser Eingriff in die Individualität erspart bleibt? Ja, Eingriff in die Individualität nenne ich das jetzt. Und es sind ja nicht alle Älteren oder alle Jüngeren davon betroffen. Und mich freut es, ja, wenn ich sehe, dass so viele junge Menschen eine andere Ausfahrt genommen haben und sich nicht weiterschieben lassen da auf der Einbahnstraße, die unweigerlich zum Abgrund führt. Und was mir auch immer mehr auffällt, und zwar dank dieser Fernsteuerung, ist die zunehmende Gleichgültigkeit und die zunehmende Respektlosigkeit gegenüber wen oder was auch immer. Und dann sage ich mir ganz einfach,
all diesen, die sich so verhalten, nämlich gleichgültig, respektlos oder ganz kurz gesagt asozial, all denen geht es viel zu gut. Demut, ein Fremdwort für die Zombies. Ich behaupte, du bist demütig oder du bist es nicht, obwohl du es bist. Und die Entscheidung, diese Demut zu leben, obliegt ja jedem Einzelnen. Nur wiedererlernen wirst du Demut nie, egal was dir widerfährt. Denn was nützt es, in einem Punkt demütig zu sein, aber in einem anderen nicht? Und wie verhalten sich denn diese Zombies, wenn sie, so schlimm es auch ist, etwas verlieren? Tja, da sie ihre angeborene Demut abgelegt haben, folgt nun Jammern und Klagen. Oder, was noch viel, viel schlimmer ist, meist die absolute Negierung des Gewesenen. Nun gut, genug der Gedanken. In der Beschreibung findet ihr wieder einen Link, und zwar diesmal zu einem Titel von Chris Rea. Fühlt euch frei, den Link anzuklicken und euch das Lied anzuhören. Und dann würde ich mal sagen, ich bin jetzt einfach mal so. In diesem Sinne, bis dahin.